Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, liebe Freunde, ich möchte Ihnen heute ein wenig über den Franziskanerpater Petrus Pawlicek erzählen. Pater Petrus Pawlicek war der Gründer des Rosenkranz-Sühnekreuzzzuges nach dem Zweiten Weltkrieg, der wirksamst die Freiheit Österreichs mittels der Gottesmutter erreicht hat. Pater Petrus Pawlicek wurde 1902 in Innsbruck geboren. Pater Pawlicek wuchs gewiss in einer katholischen Familie auf, in einer Offiziersfamilie, aber hat sich dann in der Jugend schon von der Kirche entfernt, so sehr entfernt, dass er aus der Kirche ausgetreten ist. Er wuchs in Innsbruck, in Wien und in Olmütz auf. Es war eben noch die Zeit der Monarchie, beziehungsweise die ersten Jahre nach dem Untergang von Österreich-Ungarn. Petrus Pawlicek war beim Militär, übte verschiedene Berufe aus, studierte schließlich Ende der 20er Jahre an der Malerakademie in Breslau, im heutigen Polen, und lebte dann als Künstler in Paris und in London. In London heiratete er standesamtlich eine junge Frau. Diese Beziehung ist aber nicht sehr lange anhaltend geblieben. Schließlich führte ihn das Leben weiter nach Cambridge, nach Brünn und nach Prag. In Prag wurde er schwer krank. Und diese Krankheit führte zu einer ganz, ganz tiefen Bekehrung, zum Rückkehr in die katholische Kirche. 15. Dezember 1935 ist damals noch Otto Pawlicek wieder in die Kirche eingetreten. Schließlich sah er klar seine Berufung, Priester zu werden. Therese von Connersreuth, die er 1936 besucht hat, die bestärkte ihn in diesem Vorhaben. Schließlich war er aber schon eben 34 Jahre alt, in den 30ern, und da war der Weg zum Priestertum nicht einfach. Er bat in Innsbruck und in Wien um Aufnahme in den Franziskanerorden. Man hat ihn abgelehnt, da er zu alt war. Schließlich hat man ihn dann in Prag doch noch aufgenommen. Er hat den Ordensnamen Petrus angenommen und Petrus Pawlicek wurde 1941 dann zum Priester geweiht. Bald sollte er den Kriegsdienst mitmachen. Nach dem Sanitätsdienst an der Westfront kam Pater Petrus, der junge Priester, auch noch für kurze Zeit in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Schließlich kam er dann am Fest unserer lieben Frau vom Berge Karmel am 16. Juli 1945 frei. In der Kriegsgefangenschaft konnte sich Pater Petrus erstmals ausführlich mit der Botschaft von Fatima befassen, die ihn zeitlebens dann nicht mehr losgelassen hat. Nach dem Krieg war Pater Petrus dann in Wien im Franziskanerkonvent im 1. Bezirk tätig. Er übte das Amt eines Volksmissionars aus und schließlich kam es zum für ihn schicksalshaften Jahr 1946. Bei einem Besuch in der Basilika von Mariazell
dem hauptsächlichsten Wallfahrtsort Österreichs, hörte er im Inneren die Stimme der Gottesmutter, der großen Mutter Österreichs. Tut, was ich euch sage, und es wird Friede sein. Österreich war damals besetzt von den Amerikanern, den Engländern, den Franzosen und vor allem auch den Russen. Die Russen, die Sowjets, waren mit Abstand die härteste Besatzungsmacht. Das Land war aufgeteilt, die Stadt Wien war aufgeteilt, noch einmal eigens unter diesen Besatzungsmächten. Österreich litt gewaltig unter den Einschränkungen auch dieser Zeit und vor allem auch noch an den Folgen des Krieges, an den Folgen der anderen Besatzungsmacht, die eben 1938 in Österreich eingefallen war und das Land annektiert hatte, der deutschen Nationalsozialisten. Tut, was ich euch sage, und es wird Friede sein. So war die Botschaft Mariens. Pater Petrus griff das auf und kurz danach, im Jahr 1947, kam es zur Gründung des sogenannten Rosenkranz-Sühnekreuzzzuges. Es ist eben der Gedanke von Fatima aufgegriffen, zu sühnen. Es ist der Gedanke von Fatima aufgegriffen, eben auch den Rosenkranz zu beten. Und innerhalb kurzer Zeit haben sich Tausende in unserem Land mobilisiert, um an öffentlichen Rosenkranzprozessionen, auch an regelmäßigen Andachten teilzunehmen. Die Diözesanen, Oberen in der Kirche, in der Erzdiözese Wien, auch Kardinal Initzer, standen dem ganzen Werk sehr skeptisch gegenüber. Man mied Pater Petrus und den Rosenkranz-Sühnekreuzzug. Es dauerte sehr lange, bis dieses sein Werk auch ein Ansehen bei den Amtsträgern der Kirche erlangte. Dies hat sich in der Kirchengeschichte immer wieder wiederholt und wiederholt sich auch heute. Es ist irgendwie ein normales Vorgehen, eine Zeit der Prüfung für ein gutes Werk. Pater Petrus Pawlicek brachte mit größter Klarheit zum Ausdruck, dass ein geeintes Gebet eine große Macht ist, die Gottes Barmherzigkeit auf die Welt herabruft. Und so haben Zehntausende in jenen schweren Jahren den Rosenkranz gebetet. Im Jahr 1955 gab es wieder Verhandlungen, aussichtslose Verhandlungen, vor allem mit den Sowjets. Und der damalige Bundeskanzler Julius Raab, der ein ganz ausgezeichneter Katholik war, hat zu Pater Petrus gesprochen: Lassen Sie beten wie noch nie. Lassen Sie beten wie noch nie. Und das ist wiederum geschehen. Und in kurzer Zeit hat die Gottesmutter das Gebet der Tausenden erhört. Der Staatsvertrag ist in ganz kurzer Zeit wirklich wunderhaft zustande gekommen, so dass Außenminister Leopold Figl am 15. Mai 1955 am Balkon des Belvedere verkünden konnte: Österreich ist frei. Und eine immense Menge an Gläubigen hat sich dann an diesem Tag im Hohen Dom zu St. Stephan versammelt,
um Dank zu sagen. Es war eine so gewaltige Masse an Gläubigen, wie man sie selten gesehen hat. Der Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug existierte weiter, betete weiter im Anliegen des Friedens, existiert heute noch. Der Nachfolger von Pater Petrus war dann Pater Benno, ein Franziskaner, 1956 zum Priester geweiht, ein Schüler von Pater Petrus, der heute noch lebt, hochbetagt, den man aber in den vergangenen Jahren, vor etlichen Jahren, wiederum von höherer Seite doch ein wenig zur Seite gestellt hat. Über 1 Million Beter sind es dann geworden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Wir sehen, wie die Mutter Gottes geholfen hat. Wir sehen auch, wie sehr Pater Petrus Pawlicek ein wunderbares Werkzeug Gottes wurde. Ein interessantes Detail, auch aus der jüngeren Kirchengeschichte ist jenes, dass Pater Petrus Pawlicek zu jenen wenigen Priestern gehörte, die im Herbst 1974 Erzbischof Marcel Lefebvre in Wien getroffen haben. Ganz, ganz wenige Priester haben ihn da getroffen bei seinem ersten Besuch, eben treu katholische Priester. Und nur ganz wenige sind dann dem Erzbischof wirklich ganz konsequent auch gefolgt. Über die Franziskaner, über einen anderen Franziskanerpater, kam überhaupt auch der Kontakt zwischen Econ, dem Seminar, Erzbischof Lefebvre und eben einigen Gläubigen in Österreich zustande. Es gab ja schon da seit geraumer Zeit eine Bewegung, eben zum Beispiel Priester sammeln sich rund um Prälat Dr. Erwin Hesse, dem legendären Pfarrer von St. Rochus, oder auch Gläubige, die Sonntag für Sonntag Pater Severin Grill aus Heiligenkreuz abholten, der in Wien, zunächst in der Franziskanerkirche, dann im Heiligenkreuzerhof, weiter auch öffentlich die überlieferte Messe für eine Gruppe von Gläubigen feierte. Eine Reihe anderer Wiener Priester war da auch dabei, bei diesem Treffen mit dem Erzbischof, Kanonikus Rudolf Brock zum Beispiel oder Prälat Johannes Torello von der Peterskirche, ganze Reihe eben von konservativen katholischen Priestern Wiens. Wir sehen, wie die Mutter Gottes die Menschen führt eben auch zum Sieg. Deswegen kann ich alle nur einladen, Pater Petrus Pawlicek und dem Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug geistig treu zu bleiben, zum Rosenkranz zu greifen, an den öffentlichen Rosenkranzprozessionen teilzunehmen. Es braucht ein kämpferisches Christentum und unsere Waffe ist der Rosenkranz. Unsere Waffen sind die geistlichen Waffen. Es braucht überhaupt auch eine intensivere geistige Auseinandersetzung mit allem, was in dieser Zeit vorkommt, was wir durchleiden müssen. Aber haben wir immer vor Augen, dass die Lösung nur durch die übernatürlichen Mittel, freilich vereint auch mit natürlichen Mitteln, aber wesentlich durch die übernatürlichen Mittel, durch den Rosenkranz erreicht werden will. Pater Petrus Pawlicek war sich dessen voll bewusst und hat hier zum Segen für unser ganzes Land, ja für die ganze Welt wirken können. Gottes reichen Segen.